Heute machen wir dieses knusprige Brathändel aus dem Airfryer. Und dafür brauchst du die folgenden Zutaten. So, hier habe ich jetzt soweit schon alles vorbereitet. Wir schalten den Airfryer schon mal ein, damit er vorheizt auf 180 Grad. Und dann machen wir unsere Marinade. Das Hähnchen habe ich kalt abgewaschen und habe es abgetrocknet mit Zewa. Und dann lass uns jetzt direkt mit der Marinade beginnen. Dazu brauchen wir Öl, Pflanzenöl, Salz, Majoran, kannst du auch Thymian verwenden, Pfeffer, Paprika rosenscharf und edelsüß. Und wenn du es auch gerne ein bisschen scharf magst, kannst du hier natürlich noch Chili dran geben oder so wie ich so ein kleines bisschen Cayennepfeffer. Das Ganze jetzt verrühren und jetzt unser Brathändel damit bestreichen. Schön schauen, dass du überall dran kommst, also auch unter die Flügel. Also es soll wirklich überall Marinade haben. Du kannst auch so ein bisschen innen. Jetzt natürlich unser ganzes Hähnchen gleich nochmal kontrollieren. Ich massiere das jetzt immer noch so ein kleines bisschen ein und schaue nochmal, ob ich wirklich auch alles erwischt habe. Das ist übrigens die Brustseite. Die kommt als erstes nach unten. Auch gucken, wo du so ein bisschen unter die Haut kommen kannst, auch gerne die Marinade unter die Haut leicht schieben. So, der Airfryer ist jetzt auch schon heiß und jetzt geben wir quasi unser Händel oder unser Hähnchen in den Airfryer rein, ohne irgendwas drunter. Also es soll schön zirkulieren. Und wie gesagt, mit der Bauchseite zuerst. Also du siehst hier, ich habe die Bauchseite nach unten gelegt. Schön da drin verteilen, passt auch perfekt rein. Jetzt gebe ich es wieder in den Airfryer rein für 30 Minuten bei 180 Grad. So, die ersten 30 Minuten sind um. Boah, das sieht doch schon mal super aus. Jetzt geht es ans Wenden. So, dafür einfach versuchen drunter zu kommen und dann Brathändel einmal wenden. So, die Haut wieder dahin, wo sie soll. Mitte setzen. So geben wir das Brathändel jetzt nochmal für 30 Minuten in den Airfryer und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Fertig. Schauen wir mal nach. Oh, sieht das nicht mega aus. Das jetzt nochmal leicht anstechen, damit du merkst, ob es gut ist, wenn da jetzt noch Blut rauskäme an der dicksten Stelle von der Keule. Ne, hier kommt nur noch weißer Fleischsaft. Und das sitzt auch ganz locker. So kannst du testen, auch ohne Thermometer, ob es schon gut ist. So lasse ich es jetzt nochmal 5 Minuten einfach ruhen. Und dann richten wir es auf der Platte an. So, und hier ist jetzt unser fertiges Brathändel aus dem Airfryer oder auch einfach Brathähnchen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.